Warum Adolf Hitler Juden verfolgte. Vor dem Jahr 1939 lebten weltweit etwa 17 Millionen Jüdinnen und Juden. Nach dem Zweiten Weltkrieg war diese Zahl deutlich geringer. Während des Holocaust wurden rund 6 Millionen jüdische Menschen ermordet, fast ein Drittel der damaligen jüdischen Weltbevölkerung. Die Folgen dieses Völkermords waren so gravierend, dass es über 70 Jahre dauerte, bis sich die Bevölkerungszahl langsam erholte. Heute leben weltweit etwa 15 Millionen Juden. Obwohl im Zweiten Weltkrieg insgesamt über 50 Millionen Menschen starben, war kaum eine Gruppe einem so systematischen und grausamen Verfolgungsapparat ausgesetzt. Jüdische Menschen wurden entmenschlicht, entrechtet und als minderwertig dargestellt. Das wirft die Frage auf, warum gerade sie? Weshalb richtete sich Hitlers Ideologie so gezielt gegen Juden? Antisemitismus begann nicht erst mit Hitler. Schon im Mittelalter wurden Juden diskriminiert und verfolgt. Im 14. Jahrhundert machte man sie für die Ausbreitung der Pest verantwortlich, warf ihnen Brunnenvergiftung vor und verfolgte sie brutal. Auch religiöse Vorurteile spielten lange eine Rolle. Jüdischer Glaube wurde von Teilen der christlichen Gesellschaft abgelehnt, was zu Zwangsbekehrungen und Ausgrenzung führte. Im 19. Jahrhundert verlagerte sich diese Ablehnung zunehmend von religiösen auf angeblich rassische Begründungen. Selbst Juden, die zum Christentum konvertierten, galten weiterhin als anders. Diese Ideen bildeten später den Nährboden für Hitlers Weltbild. Ein möglicher Auslöser für Hitlers extreme Feindbilder war der Erste Weltkrieg. Er war überzeugt, dass Deutschland nicht militärisch besiegt worden sei, sondern durch Verrat im Inneren. In nationalistischen Kreisen wurde diese Niederlage bestimmten Gruppen zugeschrieben, unter anderem Juden. Diese Vorstellung prägte Hitlers Denken stark. Hinzu kamen persönliche Faktoren. Historiker und Psychologen gehen davon aus, dass Hitler schon in seiner Jugend unter Minderwertigkeitsgefühlen litt. Der Krieg gab ihm erstmals ein Gefühl von Bedeutung und Zugehörigkeit. Nach der Niederlage Deutschlands suchte er Schuldige für sein eigenes Scheitern und für das des Landes. Es existieren auch verschiedene Theorien über Hitlers persönliche Motive, etwa zu seiner Herkunft oder zu gesundheitlichen Ängsten. Diese Theorien gelten jedoch als nicht gesichert und werden von der Geschichtswissenschaft kritisch betrachtet. Klar ist, es gibt keinen Beweis, der den Holocaust oder Hitlers Ideologie rechtfertigen oder erklären könnte. Fest steht, dass Hitler gezielt bestehende Vorurteile nutzte und verstärkte. Er brauchte ein Feindbild, um Angst zu schüren, Macht zu festigen und die Gesellschaft zu spalten. Juden wurden dabei zur Projektionsfläche für wirtschaftliche, soziale und persönliche Probleme gemacht. Wichtig ist, die Idee von überlegenen oder minderwertigen Menschen war keine Erfindung Hitlers. Solche Denkweisen tauchen immer wieder in der Geschichte auf, basierend auf Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Die Geschichte zeigt jedoch, wohin solche Ideologien führen können. Vielleicht ist genau das die wichtigste Lehre. Wenn man äußere Unterschiede ausblendet, bleibt das, was uns verbindet. Unter Hautfarbe, Herkunft oder Glauben sind wir alle Menschen, mit gleichem Wert und gleichen Rechten.